Ich habe schon viel erlebt, viele Astralreisen, viele luzide Träume und Seelenreisen. Doch das, was ich in dieser Nacht erlebt habe, hat nochmal alles auf den Kopf gestellt. Hi, mein Name ist Marco Lorenz und in diesem Video möchte ich mit dir über eine Parallelrealitätserfahrung sprechen, beziehungsweise über eine Erfahrung, die darüber hinausgeht fast. Sehr, sehr heftige Story hier. Ich habe hier mein Traumtagebuch genommen und werde dir gleich vorlesen, was ich dort erlebt habe. Es wird auf jeden Fall sehr bewusstseinserweiternd. Ja. Ich möchte jetzt schon mal anmerken, dass ich gerade ein Buch schreibe, und zwar das große Mysterium, wo es sehr, sehr bewusstseinserweiternd wird. Ich habe dir hier den Link dazu für die Leseprobe erstellt. Ja, und was wollte ich dir noch sagen? Und zwar starten wir, würde ich mal sagen, direkt mit der Erfahrung. Ich war zuerst in einem Zimmer und dann kam eine Frau hinein. Sie sagte etwas wegen ihrer Mutter. Ich merkte, ich bin in einem traumähnlichen Zustand. Ich legte mich dort ins Bett und versuchte, die Realität zu wechseln. Ich landete auf einem Camp mit vielen Leuten. Eine dunklere Frau kam zu mir. Sie hatte einen schwarzen Pullover. Sie war nett und legte sich zu mir und also auf die Couch, und wir haben rausgeblickt, und ich kann mich noch erinnern, das war so ein Raum, da war eine Couch, da waren relativ viele Leute, es war eine Art Party und da war eine Glasfront mit so einer großen Glasschiebetür, und da draußen war jemand und ich habe gesehen, wie die Frau einen Typen, der draußen war, von ihm voll begeistert war, und sie schaute ihm an. Er kam rein mit dem Spruch: Wer bist du? Lebst du auch das Konzept der Liebe? Sie stand auf und ging mit ihm raus. Ich schloss meine Augen und wechselte in eine andere Realität. Bis zu diesem Zeitpunkt war ich in so einem halbluziden Zustand. Es war schon luzid, aber ich konnte nicht zu 100% kontrollieren, was geschieht. Plötzlich fing es zu piepsen an. Ich wurde vollkommen bewusst und ich wachte auf und alles war physisch. Es war ein paralleles Leben. Also ich bin dann plötzlich in einer Parallelrealität aufgewacht, weil wenn du mehr Bewusstheit in deine Träume bringst und dort lernst, zwischen den Welten zu wandern, dann wirst du irgendwann auch in parallele Realitäten switchen, und die ganze Erfahrung ist nicht mehr traumartig, nicht mehr astralreisenartig, nicht mehr seelenreisenartig oder luzid, sondern du bist einfach physisch in einer parallelen Realität, und das wird dann sehr, sehr interessant, und ab jetzt geht eigentlich die Erfahrung los. Ich lag im Bett und schaute mir einen Film an. Im Film war ich selbst der Hauptdarsteller, und beim Zusehen erlebte ich, wie es kein Film war, sondern wie es echt geschah und ich alles selbst als der Hauptdarsteller erlebe. Ja? Ich kann mich noch erinnern, ich war in so einer Art Zimmer. In diesem Zimmer war ein kleiner Fernseher, da vorne war so eine Holzwand, und ich habe einfach reingeschaut und ich wurde eins mit dem Hauptdarsteller. Das ist, wenn du eine Virtual Reality Brille aufsetzt und plötzlich bist du physisch in diesem Film und erlebst alles, was geschieht in diesem Film. Ja. In diesem Film war ich Pilot. Ich sah ähnlich aus wie Tom Cruise. Ich hatte 2 Häuser und hatte eine Aufsicht. Plötzlich, da war eine Frau, die meine Gesundheit pflegte. Denn ich hatte ein Gebrechen. Meine Hände waren im Gips. Und das ist nämlich sehr, sehr lustig, weil diese Erfahrung ist geschehen am 31.10.2021. Und ich hatte hier beide Hände im Gips und konnte nicht aufstehen. Lustig war, dass ich tatsächlich Anfang dieses Jahres, also genau 31.10., 2 Monate später, also eigentlich 3 Monate später, weil es Ende Jänner war, 3 Monate später tatsächlich einen schweren Unfall hatte und beide Hände in einem Gips waren und ich 4, 5 Monate im Bett gelegen bin und mich nicht bewegen konnte, weil auch die Rippen gebrochen waren und die Kniescheiben und keine Ahnung was alles.
Schlüsselbein und alles. Apropos Gebrechen, ich hatte tatsächlich dieses Gebrechen dieses Jahr und konnte deswegen viele Videos auf YouTube nicht hochladen. Ja. Und deswegen hat der Algorithmus von YouTube meinen Kanal kaputt gemacht und die Videos werden nicht mehr so gesehen wie früher. Und deswegen würde ich dich bitten, dass du mir einen Kommentar schreibst oder mehrere Kommentare schreibst, ein Like gibst oder das Video an deine Freunde teilst, damit wir den Kanal wieder aufbauen, damit wir das Thema Bewusstsein wieder in die Öffentlichkeit, in die Menschen bringen und solche Erfahrungsberichte das Bewusstsein anderer Menschen auch erweitern. Ja. Und ich fand es krass, also ich fand es sehr, sehr spannend, weil ich lese jetzt gerade und dann denke ich mir so krass, das ist tatsächlich vorher schon passiert in einer anderen Realität und in dieser Realität spiegelt sich dasselbe Gebrechen wieder. Ja. Hallöchen meine Lieben, ja, hier ist der Cutter Marco, also der das Video schneidet und ich habe mir das gerade nochmal angeschaut und ich muss sagen, ich bin fassungslos, ich bin fasziniert, es ist unglaublich. Man, du musst dir vorstellen, ich habe 3 Monate vorher die Erfahrung gemacht und das Lustige war, dass ich ja in der Erfahrung Pilot war und das Lustige war, dass ich kurz vor meinem Motorradunfall, den ich ja Ende Jänner hatte, tatsächlich die Pilotenlizenz fürs Paragliden gemacht habe und dort sozusagen dann den Schein hatte und fliegen konnte und dann meinen Unfall hatte und dann beide Hände im Gips hatte. Und genauso wie es in der Erfahrung war, also es ist echt krass, das war definitiv eine Parallelrealität, wo sich alles ähnlich ereignet, nur halt in anderen Konzepten. Ja. Und ich habe jetzt so ein bisschen überlegt, wie es in dieser Story weiterging. Da ging es ja darum, dass ich sozusagen hochgradig erweiterte Bewusstseinszustände machte und tatsächlich hat die NATO-Erfahrung, die ich über meinen Unfall hatte, ich habe da ein eigenes Video dazu gemacht, wo ich auch 2 Erfahrungen erzählt habe, die danach kamen, die sehr, sehr intensiv waren, dazu geführt, dass ich ja in einen passiven, erweiterten Bewusstseinszustand kam und so immer mit meinem Zustand andere Welten und Zustände erleben kann, was dazu geführt hat, dass ich das große Mysterium jetzt schreibe. Also es ist schon sehr, 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 sehr crazy und ich bin echt krass gespannt, was noch kommt. Aber ich finde das einfach so mega crazy, weil ich habe das ja komplett vergessen. Erst als ich das Video aufgenommen habe, habe ich das gelesen und dachte mir so, oh wow, krass. Und ich erinnere mich noch an eine Sache, und zwar haben wir im Jänner noch Videos gedreht für die Meditation Academy, für Chapter 1 und in so einem Beispielvideo sagt Steven zu mir, hey Marco, stell dir mal vor, du hast deine beiden Hände gebrochen und hast einen Gips drauf. Ja? Und erst später hat uns ein Teilnehmer, der das Video gesehen hat, gesagt so, wie konnte er das wissen, weil das Video war ja vor dem Unfall veröffentlicht und das war auch so irgendwie crazy. Das heißt, es wurde vorher irgendwie durch die nächtlichen Aktivitäten prophezeit, dass ich meine beiden Hände im Gips haben werde, ja. Und das finde ich so crazy und das ist auch wieder einer der Gründe, warum man sagt, so man sollte sich viel mehr mit dem Thema Nächte, bewusste Nächte, andere Welten beschäftigen, weil es eine Synchronizität zum eigenen Leben gibt. Wenn man nur sagt, das war ihnen so eine Nachterfahrung oder ein Traum, aber wie geht das? Wie kann dann dieser Traum wissen, dass das tatsächlich in der Zukunft geschieht? Und wie wahrscheinlich ist es, dass man das erratet, dass man beide Hände im Gips hat, ja? Und das habe ich von 3 Leuten gehört, also von meiner besten Freundin, ihr Freund hat geträumt, dass ich 2 Gipse habe. Dann das Team, wie es gesagt hat, und das diese Erfahrung, und das sind einfach 3 Prophezeiungen von Leuten, wo das geschehen ist und ich finde es einfach krass, das wollte ich jetzt einfach nochmal loswerden, ja, in diesem Video. Gut, ich lese weiter. Hatte einen Gips und hatte, ich stand auf und sagte ihr, dass ich jetzt fortfliege. Ja. Sie erlaubte mir es nicht. Ich drehte mich um und lief runter an ihr vorbei bis zu einem Flugzeug. Ich stieg ein und flog über das Feld los. Daneben war auf der rechten Seite ein großes Maisfeld. Plötzlich war ein Auto vor mir und verfolgte mich, am Weg und verfolgte mich. Eine Wache schoss auf mich. Ich dachte, wenn ich jetzt sterbe, wo werde ich dann landen? Denn ich war ja physisch in einer anderen Realität. Und das war dann sehr interessant, denn ich war ja vorher so halbluzid, bin dann bewusst gewechselt in eine andere Realität. Die war
relativ real, aber noch nicht so ganz klar und bewusst. Und dann war ich physisch in einer parallelen Realität. Und dann, das war schon so ein vom Traum in einen Traum hinein. Und plötzlich ist es kein Traum mehr, sondern etwas anderes, ja, eine halt physische Erfahrung. Ne? Ich drehte mich um und lief runter. Also hier bin ich am Maisfelde, genau, schoss auf mich. Ich dachte mir, wo werde ich, wenn ich sterbe, wo werde ich dann landen? Ich liege als Marco im Bett, bin in einer parallelen Realität, schaue mir gerade einen Film an und werde in diesen Film komplett reingezogen und erlebe ihn als höchste Wahrheit. Wird interessant, was jetzt passiert. Mein Flugzeug flog gegen das Auto. Ich bin so mal der Katamark und ich muss mal jetzt nochmal einhaken. Alter Schwede, das gibt's ja gar nicht. Hier wird gerade erklärt, dass ich mit meinem Flugzeug gegen das Auto knalle, ne, irgendwie so. Und ich bin bei meinem echten Unfall mit dem Motorrad dann gegen das Auto geknallt und dann richtig schön geflogen. Das heißt, mein Motorrad war in dem Fall das Flugzeug. Und das war so wie prophezeit. Kann man sich das vorstellen? Gleichzeitig wurde ich von hinten erschossen. Das Flugzeug explodierte vor mir. Ich fiel brennend hinunter. Dann war ein Blackout. Ich war lebendig, hatte mein weißes Pilotenhemd an, aber meine Brust war schwarz und es war ein großer schwarzer Brandfleck von oben bis unten da. Das war hier auf der Brust. Ja. Doch ich war lebendig, verlor dann aber mein Bewusstsein und wurde wieder zu dem, der sich den Film gerade ansieht. Es war eine spannende Serie. Die Handlung war von einem Zeitreisenden, oh, das ist noch eine lange Erfahrung, von einem Zeitreisenden, der durch die Zeit und Raum lebte und in vielen Realitäten gleichzeitig ist. Für ihn gab es keinen Tod. Er verstand das Konzept der Realität, er verstand, was Bewusstsein ist. Und so lebt und reist er durch Dimensionen und sammelt Wissen und Erfahrung quer durch Tag und Nacht und Raum und Zeit. Ich liebe diese Serie, da es nicht nur meine eigene Serie ist, sondern mein Leben, welches gleichzeitig geschieht. Irgendwann werden die Zuschauer das vielleicht verstehen. 2 Leute kommen plötzlich rein und wollen, dass ich den Fernseher aufschalte. Wir gingen vor die Tür. Einer fragte mich, warum ich mir diese Serie immer wieder ansehe. Ich sagte, dass ich öfter mal in diese Realität komme und mir diesen Film nicht nur ansehe, sondern ihn erlebe. Er ist sehr spannend und ich erlebe ihn und kann ihn kontrollieren, während ich den Film ansehe. Plötzlich hatten beide einen Blackout, wie paralysiert standen beide da, standen sie neben mir, als ob jemand in der Matrix 2 NPCs Non-Player-Charakter den Stecker gezogen hätte. Ich sagte, hallo Leute, wisst ihr nicht, dass eure Realität nur ein Traum ist, so wie jede andere auch? Ich liege eigentlich gerade im Bett und erlebe gerade eine physische parallele Realität. Könnt ihr das verstehen? Könnt ihr euch so etwas vorstellen? In der nächsten Ebene werde ich gleich als Marco aufwachen. Dort lehre ich Bewusstsein über YouTube. Habt ihr so etwas wie YouTube auf eurem Planeten? Kann man sich bei euch auch Videos ansehen? Wisst ihr eigentlich, was das Internet ist? Gibt es so etwas auf eurem Planeten? Sie antworteten nichts mehr. Ich glaubte, ihr Bewusstsein ist offline. Sie sind wohl noch nicht so weit für diese Wahrheit. Wie wechsle ich nun in die Realität, wo tatsächlich Marco ist, also wo tatsächlich dieser Körper ist? Denn ich war physisch in einer anderen Realität. Ich legte mich auf die Wiese, schloss meine Augen und stellte mir vor, wie ich als Marco gerade im Bett liege. Ich höre plötzlich ein lautes Piepsen im Ohr. Vor mir in der Dunkelheit des geschlossenen Auges tauchte meine Seele als blaues Leuchten auf, pulsierte raus, wunderschön,
Ich ging mit meinem Bewusstsein hinein in dieses Licht und wachte als Marco auf der Erde. Ich habe dann aufgeschrieben, puh, das war mal ein Ritt durch Raum und Zeit. Ich realisiere, dass ich das schon sehr, 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 sehr lange mache. Es macht mir Spaß, durch die Realitäten zu reisen und überall gleichzeitig zu existieren. Seelen kennenzulernen, Erfahrungen mit ihnen zu machen und ihnen Wissen zu lehren, jenseits von ihrem kollektiven Konstrukt, in dem sie sich gefangen halten, jenseits der Illusion. Ich freue mich, euch allen von dieser Kette der Dunkelheit, aus dieser Kette der Dunkelheit zu führen, euch ins Licht zu eurer wahren Identität. Dafür habe ich mir viel ausgedacht. Ich habe ja eine Ewigkeit Zeit, so wie ihr alle. Und dann hört die Erfahrung auf. Ja. Das war irgendwie die Erfahrung. Die Erfahrung war am 31.10.2021. Und interessant ist, dass ich ja gerade ein Buch, wie ich am Anfang des Videos erwähnt habe, schreibe, das große Mysterium, wo es tatsächlich darum geht, wie man aus diesem Traum aufwacht. Also sehr, sehr spannend. Wenn dich das Buch interessiert, hier oben in der Infokarte unter dem Video findest du den Link zur Leseprobe. Ja, wenn du möchtest, dass ich weitere solche Erfahrungsberichte vorstelle oder dir einfach erzähle, wie meine Nächte so ablaufen, dann schreib mir unter dem Video jetzt wenn genug Nachrichten sind, dann werde ich natürlich werde ich noch weitere Videos produzieren in diese Richtung. Ja. In dem Sinne freue ich mich und vielen Dank, dass du dir das Video bisher angesehen hast. Und wie gesagt, wenn du weitere solche Videos willst, schreib mir einfach einen Kommentar und ich freue mich, dich im nächsten Video wieder zu sehen. Tschüss!